Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute dreht es sich um den Rolls-Royce Phantom 6. Ja Leute, das ist die Verpackung des Rolls-Royce, schwarz, unscheinbar. Hier ist das Rolls-Royce Logo und hier steht natürlich Rolls-Royce Phantom 6. Der Rest sieht so aus, ganz unspektakulär. Und wir kommen direkt zum Wagen, welcher hier in dieser Styroporbox kommt, wo hier oben so eine Schlaufe dran ist. Ich öffne die jetzt mal. Und der Wagen ist frei. So, hier ist der schöne Wagen ausgepackt. Und wir sehen gleich diese imposante Front. Bitte entschuldigt im Hintergrund, muss jetzt ein Baggerfahrer hinkommen. Leider fährt er nicht weg, das wird hier noch Stunden dauern und der Wagen hier ist schon ausgepackt, also entschuldigt bitte diese Nebengeräusche, ich hoffe man hört es nicht so im Video. Ja, schauen wir uns trotzdem mal nichtsdestotrotz diesen schönen Wagen an. Das Modellauto ist für ein Kyosho in 1:18. Ich habe hier auf meinem Kanal schon mal einen Rolls-Royce vorgestellt, Link dazu in der Beschreibung oder hier natürlich im i. Seht euch das nach diesem Video bitte gerne an. Ich finde beide sehr schön. Das ist wie gesagt die klassische Version und das andere im Prinzip die Neuauflage. Und ja, schauen wir uns wie immer zuerst die Front an. Der Kühlergrill, sehr mächtig. Ja. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr imposanter Anblick. Mit der Statue of Ecstasy obendrauf. Glänzt auch hier schön in der Sonne. Dann die markanten Lichter von damaligen Rolls-Royce. Und natürlich, wie gesagt, dieser riesige Kühlergrill sieht natürlich alles sehr schön aus. Und hier die Chrom-Stoßstange. Kann man nichts auf jeden Fall sagen, meiner Meinung nach. Schauen wir uns mal den Motorraum an. In der Hoffnung, dass ihr das sehen könnt. Ja, aber ist auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr gelungen. Also ist sehr detailliert, kann man auf keinen Fall sich beschweren. Hier die Aufkleber, was mich jetzt noch stört ist, ich weiß nicht wie es im Original ist, aber man kann nur einen Flügel gleichzeitig öffnen. Ja, also man kann hier im Prinzip, ja, das ist ein Mechanismus, der lässt einfach nur beide oder eine von beiden Flügeln öffnen. Und wir schauen auch mal auf diese Seite rein, was sich darunter befindet. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Wie gesagt, das ist die Kritik, die ich da habe. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es ist bei dem Original, ob auch nur eine Seite geöffnet werden kann, aber meiner Meinung nach verkraftbar. Schauen wir uns mal das schöne, die schöne Seitenansicht. Und wie ich finde, ein ganz besonderes, klassisches Fahrzeug. Elegante Form. Diese tollen Reifen, wie man hier gut erkennen kann, mit den Weißwandreifen sind es im Prinzip. Mit der tollen Innenchromfelge, also mir gefällt das sehr gut. Diese lange Form dieses Fahrzeugs, sehr erhaben, sehr majestätisch. Nicht umsonst ist dieses Auto ein gern gesehenes Fahrzeug der royalen Familien dieser Welt gewesen. Und teilweise wahrscheinlich heute noch, zumindest in Sammlungen. Und wir schauen uns mal das schöne Heck an. Glänzt hier schön im Sonnenlicht. Ja, hier sehen wir einen großen Auspuff, der uns hier entgegenkommt. Ansonsten ist das hier ein wirklich imposanter Anblick mit der Chromleiste und diesem tollen Türgriff, der hier ist im Prinzip, oder Deckelgriff, da oben das Nummernschild vom Phantom und dieses tolle Heckfenster, was im Prinzip sehr markant ist. Andere Seite, wie gesagt, sieht genauso aus. Und wir schauen uns mal den Innenraum an. Wie gesagt, entschuldigt den Bagger, der macht mich hier wahnsinnig. Schauen wir uns trotzdem mal diesen wunderschönen Innenraum an. Es lohnt sich auf jeden Fall hier reinzuschauen. Und wir können sehen, das ist natürlich ein Engländer. Ne? Das Steuer ist auf der rechten Seite. Von hinten aus gesehen, von vorne aus gesehen natürlich auf der linken. Und hier sehen wir schon ein Teppichimitat. Die Front sieht sehr schön aus. Also hier ist wirklich gut gearbeitet worden, meiner Meinung nach. Hätte jetzt noch etwas detaillierter sein können. Allerdings muss man auch sehen, in den damaligen Autos damals war auch nicht so viel Zeug vorhanden. Ja. Schauen wir uns das Heck mal an. Diesen großen Raum, da kann man übrigens noch die Sitze umstellen. Und hier kann man im Prinzip wunderschön erkennen, wie kolossal groß dieser Innenraum ist hinten, wo die Fahrgäste Platz nehmen können. Ich schaue uns natürlich nochmal die andere Seite an. Fahrerseite. Die Tür ist auch sehr gut gemacht, hinten ebenfalls. Und hier die Trennscheibe natürlich drin. Ich glaube, früher konnte man die auch runterkurbeln, also in modernen Autos sind die natürlich elektrisch mittlerweile und sogar elektrisiert, damit das Milchglas zum Vorschein kommt.
Und ja, also im Prinzip ist das ein sehr schönes Modell. Das Sonnenlicht passt hier auch gerade sehr gut in den Formbereich. Und ich denke, man kann alles sehr gut erkennen. Ich werde euch vielleicht noch Fotos reinmachen. Ja. Ansonsten ist das ein sehr schönes Modell. Ja Leute, der Verkehr wird hier immer schlimmer. Ich werde das Video jetzt hier an der Stelle auch beenden. Wie ihr sehen könnt, fährt der Bagger jetzt hier auch mal endlich weg. Aber ist schon wieder ein neuer gekommen. Gebt mir trotzdem bitte einen Daumen nach oben. Ich habe euch versucht, das Beste rauszuholen. Der Wagen lohnt sich auf jeden Fall allemal. Wenn ihr Rolls-Royce sammelt, dann steht natürlich nichts im Wege, hier diesen Wagen in die Sammlung aufzunehmen. Ich habe es getan. Das war übrigens ein Geschenk von meiner Freundin. Dafür nochmal danke. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich, kommentiert bitte und drückt natürlich die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.